Hm, irgendwie erinnert mich der Guide an ein bestimmtes Spiel. Aber wie hieß denn das nochmal? Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare mal schreiben. Hey ihr Lieben, heute packen wir wieder eine Puppe aus. Und zwar Pinky James. Ich freue mich da so drauf. Und zwar ist sie anscheinend, so wie es aussieht, eine Gamerin. Ich zocke auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen muss die auch in meine Sammlung. Ja, ich habe sie bei Amazon bestellt. Im Moment kostet sie 22,94 € oder so. Also um die 23 €. Ja, der Karton, der hat ein bisschen gelitten. Ich muss sagen, sie wurde auch in so einem ja, braunen Papierumschlag einfach nur eingepackt. Also, falls jemand die Kartons aufbewahrt, äh, das könnte schief gehen, wenn man bei Amazon bestellt. Ja, gucken wir uns einmal die Packung an. Also sie ist eine Shadow High Puppe und da sind so kleine, ja, so Symbole drauf. Das sieht so ein bisschen aus wie Tetris. Also es erinnert mich total an Tetris damals, auch mit diesen Herzen. Das waren immer die Leben. Hier einmal so, ja, diese ähm, Controller halt eben, so wie der aussieht mit rechts, links und dem Steuerkreuz und sowas, richtig cool. Einmal dann ihre Accessoires, die sie dabei hat. Sie hat nur ein Outfit, also das, was sie anhat. Da ist nichts zum Wechseln mit bei. Oben in der Ecke steht nochmal Play und ich finde einfach so schön, wie diese Verpackung einfach schimmert. Und sie ist halt komplett in Pink, also in ganz vielen verschiedenen Pink-Nuancen. Sie hat den Filmfokus. Ich hatte erst überlegt, sie ist ja Gamerin anscheinend, warum Filmfokus, aber vielleicht streamt sie ja auch. Ich habe die Serie halt jetzt noch nicht gesehen, deswegen kann ich zu ihr jetzt noch nicht so viel sagen. Ich vermute es einfach. Und die Lavenderlin, die möchte ich auch noch gerne haben. Da warte ich noch ein bisschen, dass der Preis vielleicht runtergeht. Aber mal gucken. Erstmal packen wir Pinky aus, auf jeden Fall. Aber die Verpackungen von Rainbow High, die sind immer richtig schön. Ne? Die schimmern immer und das ist, ich finde die einfach richtig schön gemacht. Die ganzen Verpackungen. Wie gesagt, wenn ihr die aufbewahren wollt, ja, meine ist leider ein bisschen angeditscht, aber ich will ja sowieso die Puppe auspacken, deswegen stört mich das jetzt nicht so. Also, wie gesagt, da oben in der Ecke steht noch einmal Play und so. Da ist ein Gameboy, das finde ich richtig cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer früher alles Gameboy gespielt hat. Also, ich habe auf jeden Fall Pokémon gespielt. Das kann ich schon mal sagen. Und sonst fällt mir im Moment kein anderes Spiel mehr ein, was ich sonst noch gespielt habe. Aber vielleicht fällt mir das ja wieder ein, wenn ich eure Kommentare dazu lese. Und ich packe sie mal einmal aus diesem Plastik aus, damit das nicht immer so reflektiert. So, da ist sie einmal ohne die Plastikverpackung drum, damit wir uns mal die Farben drinne angucken können. Links ist es so in ein Pink gehalten und dann geht es so rüber ins Orange, Gelbe, Blau, Grün, Lila und auch alles mit so Tetris-Symbolen und sowas. Und ja, dann hole ich einmal die Sachen raus und dann gucken wir uns genau an, was sie dabei hat. Und das ist mal wieder alles richtig gut zugeklebt. Also, sie hat diesen coolen Ständer dabei, so wie, ich glaube, jede Rainbow High, wollte ich schon sagen. Rainbow High Puppe. Ah nee, sie ist eine Shadow High. Oh Gott, Leute, sorry. So wie, aber von dieser Marke halt eben. Die Puppen, die haben alle so einen Ständer. Und der ist pink und der glitzert. Und bei den Shadow Highs hatte ich jetzt immer diese Nieten vorne dran. Ich glaube, das gehört bei denen dazu. Und ich finde den richtig cool, passend in der Farbe. Dann hat sie noch eine Sonnenbrille dabei. Sonnenbrillen finde ich ja bei Puppen immer nicht ganz so cool, weil ich finde, die haben so schöne Augen. Das wäre so schade, die da drüber zu machen. Aber die Sonnenbrille sieht trotzdem ganz cool aus. Und dann hat sie noch ein Headset dabei. Braucht man natürlich, wenn man am Zocken ist. Ich glaube, das wird jeder kennen. Sie hat dieses Headset mit diesen Katzenohren. Außen ist es Silber, drin ist so schwarz ein bisschen. In den Ohren ist auch Silber und dann ja natürlich auch Mikrofon zum Sprechen. Und das ist ja so das, ja, das hat man eine Zeit lang, glaube ich, gehabt, ne, diese Katzenohren-Headsets.
Dann hat sie so eine Konsole dabei, die erinnert mich irgendwie an den Nintendo Switch, nur mit kleinen Katzenohren anscheinend. Was ich richtig witzig finde, das habe ich erst beim längeren Hinsehen, ist mir das erst aufgefallen. Und zwar auf den Knöpfen rechts, da steht einmal SH und RH für Shadow High und Rainbow High, denke ich mal. Richtig witzig. Und ganz klein steht irgendwas mit Ordern oder sowas. Ja, da an der Seite waren nochmal die für die Kabel die Anschlüsse. Ja, soll ja auch wie eine richtige Konsole aussehen. Und hinten stand nochmal SH für Shadow High drauf, damit man auch weiß, wozu das gehört. Richtig cool. Und hier haben wir einmal unseren ultimativen Guide für das Spiel Chrome Max. Also es erinnert mich natürlich an ein bestimmtes Spiel, das werden einige kennen, wo man natürlich auch alles in Blöcken baut. Und so wie dieser Guide aussieht, baut man anscheinend da auch alles in Blöcken. Und ich will jetzt den Namen ja nicht sagen, aber ihr könnt den ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ja, das hätte ich euch gerne vorgelesen, aber das ist so, wie würde man jetzt sagen, Kauderwelsch, also das kann keiner lesen. Ja, hier ist einmal so eine Abbildung, wie man dieses Regenbogending, also dieses Gebäude da bauen kann oder diesen Regenbogen und unten dieser Rasen sieht schon sehr verdächtig nach Creeper aus, aber egal. ähm, ja, dann noch hier, wie man so ein Herz macht und auf der nächsten Seite steht dann wieder was, aber das, ja, man kann es halt nicht lesen. Aber ich muss sagen, diese Figur mit den pinken Haaren finde ich schon sehr schön. Ich glaube, das soll sie selber halt eben sein. Ja, und das ist ihre Zeitschrift, die sie dabei hat. Und die finde ich echt cool. Das ist total niedlich gemacht. Ich hatte jetzt noch keine Puppe, die eine Zeitschrift dabei hat. Und ja, das fand ich total süß, dass sie das dabei hatte. So, jetzt gucken wir uns natürlich einmal die Puppe wieder an, von unten nach oben, so wie immer. Einmal gucken wir uns ihre Schuhe an. Ich weiß nicht, was für Material das sein soll, aber es sieht so ein bisschen gummistiefelmäßig aus mit hohem Absatz. Und von der Seite kann man durchgucken, da sieht man, dass sie spitze Füße hat. Deswegen, ja, ziehe ich die Schuhe jetzt nicht extra aus, halt eben, dann kann man das auch so sehen. Vorne sind so Reißverschlüsse, unten ist wieder rechts und links angegeben, damit man die auch nicht falsch rum anzieht. Vorne ist SH für Shadow High. Da hatte ich einmal die Gelenke getestet. Irgendwie habe ich das jedes Mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder ob ihr das auch schon hattet, aber ich habe das jedes Mal, dass ein Kniegelenk irgendwie total schwer geht oder gar nicht. Das heißt, ich kann immer nur, wenn ich die hinstelle, so ein Bein einknicken, weil ich Angst habe, dass das andere abbreche oder so. Ja, da hat sie ihren Rock und sie hat natürlich Unterwäsche an, sehr gut. Auf ihren Rock sind so, wie nennt man die, Sicherheitsnadeln? Ja. Und ihre Kleidung ist komplett in Pink, aber in verschiedenen Pinktönen. Ich weiß jetzt nicht, wie man die ganzen Farben einzeln nennt, aber ich muss sagen, auch wenn sie so unterschiedlich aussehen, passen das trotzdem richtig gut zusammen. Also ihr Oberteil ist so ein bisschen wie so Jeans, finde ich. Sieht es auch auf jeden Fall aus. Und in der Mitte ist so ein Reißverschluss. Ihr Rock ist eher so, ja, Baumwollstoff, würde ich sagen. Und was ich richtig cool finde, diese Ärmel, da sind so eine kleinen, diese Dinger, die man auch an den Jacken manchmal hat, um die Mütze enger zu stellen oder so. Und da auch an den Händen, dass man das enger stellen kann. Richtig witzig. Da hatte ich das einmal ausprobiert. Also man kann es nicht reindrücken, man kann es enger stellen, indem man den Knoten weiter unten setzt, weil bei dem Oberteil ist das bei mir so, dass eine Seite, also diese Seite, die ich gerade zeige, die ist lockerer als die andere. Die andere Seite ist schön festgebunden. Ja, und die Nägel, die musste ich euch unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, aber mich haben die total an Flamingoschnäbel erinnert. Die sehen einfach aus wie Flamingoschnäbel. Ja, da ist einmal nochmal die andere Seite und sie hat halt auf den Ärmeln so richtig viele Patches drauf. Richtig cool. Da ist mir aufgefallen, dass hier so die Abkürzung für Shadow ist und also Shadow. So, das ist auf beiden Seiten so, also geteilt ist das Wort. Da sieht man das. Auf dieser Seite ist es nämlich enger am Handgelenk dran, das Oberteil. Auf der anderen Seite ist ein bisschen ausgeleiert. Da muss ich gucken, ob ich das nochmal, das Gummi nochmal enger ziehe. So, und dann gucken wir uns auf jeden Fall ihr Gesicht an. Also sie hat ein richtig hübsches Gesicht,
so wie bis jetzt alle Puppen, die ich mir ausgesucht habe von Rainbow High. Ja, da war irgendwie was an der Nase, das sieht man gar nicht so auf der Kamera, aber so hatte ich das gesehen. Ja, da sieht man wieder, die haben diese dunklen Striche da an den Lippen gemacht, aber wenn die so gerade steht, sieht das nicht so extrem aus. Sie hat richtig so glossy Lippen, als wenn sie so 'n Lippenstift drauf hätte. Dann hat sie ein bisschen, ja, das Augen-Make-up ist schon ein bisschen, mehr, sage ich mal, ne? Unten so ein Strich, oben richtig pink und dann so diese dunklen grauen, Schattierungen, die jetzt auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob das wieder so Katzenohren irgendwie imitieren soll, weil das so 2 Punkte rechts und links sind oder ja, ich weiß es nicht. So, dann ihre Babyhaare halt eben, die sind so in Pink und Lila. Dann hat sie noch so eine Ohrringe, die sehen halt aus wie Schnürsenkel mit, ja, so 'n Verschluss obendran. Die sind auch nicht aus Stoff. Die sind halt also ja, so Gummi oder Plastik, also die sind halt hart. Ihre Haare haben 2 verschiedene Farben. Einmal so 'n, ja, also es sind 2 verschiedene Pinktöne, aber in der Kamera sieht das irgendwie ein bisschen rot aus, aber das ist so das ist so ein bisschen knalligeres Pink und das andere, ja, ist beides knallig, aber es sind halt 2 verschiedene Pinktöne auf jeden Fall und die Haare sind halt so richtig crunchy, ne? Da muss ich noch mal gucken, ob ich die einmal, wasche. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass da dieses Geflochtene dann rausgeht und das wäre echt blöd. Das würde mich voll ärgern, wenn das draußen wäre. Oder ob ich's ja, ich habe grade überlegt, ob ich das hinten zusammenbinde. Das sieht echt besser aus, weil die sind halt in der Mitte so geteilt gewesen. Jetzt hat sie voll den Scheitel hinten. Ja, jetzt ziehen wir ihr mal die Sachen an, die sie dabei gehabt hat, damit man sich das mal angucken kann, wie sie aussieht, wenn sie komplett angezogen ist. Also, ich muss sagen, am besten gefällt sie mir nur mit dem Headset auf und dann, ähm, ja, habe ich sie mir so ins Regal gestellt, dass sie ihre Zeitschrift in der Hand hat. Und weil die Konsole, die ist zu schwer, die fällt leider mal rund aus. Es sei denn, man nimmt beide Hände, dann müsste das gehen. Aber mit der Zeitschrift, das finde ich so cool, weil die erinnert mich halt, wie gesagt, an ein bestimmtes Spiel und was ich auch gerne spiele. Und deswegen habe ich sie mit Headset und halt der Zeitschrift in mein Regal gestellt. Aber hier wollen wir einmal alles anziehen. Also sie hat einmal das Headset auf, schon mal die Brille. Die Brille dauert natürlich am längsten, weil ich durch diese Haare irgendwie nicht durchgekommen bin. Einmal die Zeitschrift unter den Arm, den Guide, den muss man immer dabei haben, ne? Damit man auch weiß, wie das Spiel funktioniert. Also ich mache das zum Beispiel ganz gerne, dass ich mir mal Guides von irgendwelchen Spielen angucke, wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme oder mich über irgendwas informieren möchte, was gerade neu ist. Ja, da sehen wir sie einmal mit allem. So, ich habe dann einmal noch mal wieder alles runtergenommen. Also so steht sie bei mir im Regal, aber halt noch mit der Zeitschrift in der Hand. Und ich finde, sie ist eine richtig schöne Puppe. Ich bin froh, dass ich sie jetzt bestellt habe und dass sie im Angebot gewesen ist. Die Haare sind unten weich, oben noch ein bisschen crunchy, aber allem finde ich sie richtig schön. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst oder das Video likest. Und dann sehen wir uns sonst beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt.